Wir waren heute einkaufen bei Lidl, ganz lecker, aber voller Gesundheit und Qualität. Ich habe euch hier ein paar Sachen mitgebracht, die nicht nur gut schmecken, sondern auch eurem Körper was Gutes tun. Wir haben heute für 50 Euro eingekauft für eine Woche und das gesund und praktisch gut für euch. Das heißt, einige Sachen hatte ich noch zu Hause, aber ich habe mich extra auf den Weg gemacht in den Laden für euch und das von Herzen gekauft. Ich habe das Video aufgenommen für euch, damit ihr was davon habt und wisst, was ihr am besten holt und was ihr am besten nicht holt. Denn das meiste ist nicht gut für den Körper. Deswegen zeige ich euch die Dinge, die einfach super sind. Einfach super sind. Bruh, chill. Und wir schauen hier direkt mal rein in die roten Zwiebeln. Ja, hier habe ich mal einfach 3 Stück mitgebracht. Ich habe hier die Bio-Zwiebeln genommen. Sehr interessant, denn ich finde, in denen sind mehr Antioxidantien drin. Ich habe schon oft davon gelesen. Ich finde auch persönlich, sie schmecken besser, ja. Ist einfach für mich persönlich so. Aber an sich haben sie auch ein besseres Spektrum an Nährstoffen, beziehungsweise sind allgemein für die allgemeine Gesundheit einfach viel besser, ja. Deswegen habe ich mich hier für die entschieden. Ist eigentlich ein Muss in jeder Küche heutzutage, ja. Nur damit ihr Bescheid wisst. Natürlich, wenn ihr es scharf nicht so mögt, dann kann ich verstehen, wenn ihr davon weniger nimmt. Aber ihr solltet auf jeden Fall in den Genuss von den positiven Vorteilen von diesen Zwiebeln kommen. Ja, vor allem den roten, ja, ganz einfach gesagt. Als nächstes haben wir hier die Kaki. Sie hat kleine Mengen von Vitamin C, ist aber auch ein leckerer Snack für zwischendurch und sogar eigentlich mehr als Süßigkeit gedacht, ja. Natürlich haben wir hier auch gesundheitliche Vorteile, aber ich sehe hier mehr die Süßigkeit in dieser orangenen Frucht. Wir haben hier so 3 oder 4 Stück genommen im Einkauf, ja. Kostet auch manchmal unterschiedlich, deswegen kann man hier auf jeden Fall 3, 4 Stück holen und sich das über die Woche verteilt gönnen. Manche essen auch 3 Stück am Tag, also macht euch da keinen Kopf, wenn ihr 3 Stück in der Woche isst oder 4. Alles noch in Luft, ja, ganz einfach gesagt. Als dritte Sache hier im Einkauf haben wir hier die Bio-Zitronen, ja. Ich habe ja alles einzeln hingelegt, damit das nicht so... Der Tisch ist einfach zu klein, ganz einfach. So ist das, I'm sorry. You serious? Der Tisch ist einfach klein. Haben wir die Bio-Zitrone, die sehr gesund ist, die Flavonoide, Vitamin C hat, die den Körper allgemein unterstützt. Vitamin C ist sehr wichtig für die Kollagenbildung, ja. Die Frauen vor allem wollen nicht frieren, merkt ihr das? Oder wenn du eine kennst, die immer am Frieren ist, dann schicke bitte das Video oder den Short und zeige ihr diesen Tipp, denn der ist wertvoll, der ist sehr wertvoll. Ja. Bei den Bio-Zitronen könnt ihr sogar die Schale benutzen, ja, für Smoothies oder einfach zum Würzen von irgendwelchen Gerichten. Auch sehr wertvoll, ja. Perfect. Ich habe hier leider den Lachs vergessen, zeige ihn euch trotzdem und nenne euch die positiven Eigenschaften. Auf Fisch dürfen wir natürlich nicht verzichten wegen dem Omega-3. Das brauchen wir auf jeden Fall. Es ist essentiell für unsere Gesundheit, für unsere Augen, für das Herz und so weiter. Als Alternative könnt ihr natürlich Algenöl nehmen. Das Algenöl eurer Wahl. Dazu werde ich in der Zukunft auch noch Videos machen, weil das Thema sehr wichtig ist heutzutage und an vielen Herzerkrankungen sehr stark beteiligt ist. Als nächstes haben wir die leckere Pizza-Restaurante. Oh, falsches Regal. Sorry, Leute. Wir haben hier als nächstes die Süßkartoffel, die auch super ist. Sie hat komplexe Kohlenhydrate, wird ein bisschen länger verdaut, da die Kohlenhydrate aufgespalten werden müssen. Aber ist dafür eine gute Kohlenhydratquelle. Hat auch viel mehr Nährstoffe als die normale Kartoffel. Ja, also ich würde immer diese Süßkartoffel der normalen Kartoffel vorziehen, weil diese einfach viel gesünder ist und auch dem einen oder anderen, da spalten sich natürlich die Meinungen, besser schmeckt, aber sie ist an sich auch einfach gesünder, egal in welcher Hinsicht her, ja. Eigentlich war ich hier auf der Suche nach Quinoa als Kohlenhydratquelle, aber leider gab es die nicht. Ihr findet sie bestimmt. Ich habe sie nicht gefunden, normalerweise gibt es sie. Sie ist auf jeden Fall auch eine sehr gute Kohlenhydratquelle und sehr gesund mit dem vollen Spektrum, mit vielen Mineralstoffen, mit vielen Spurenelementen und Vitaminen. Cranberries, Cranberries, auch ganz gut. Schützen die Harnwege, die Verdauung. Die Cranberries schützen
die Harnwege, das Herz-Kreislauf-Risiko, also daran zu erkranken, wird niedriger. Die Cranberries haben viele Antioxidantien, sie schützen unseren Körper vor Feinden, vor fremden Stoffen und sind nachweislich einfach gut und gesund. Eine gute Ergänzung, sind natürlich auch sauer. Ich habe jetzt auch noch nicht viele von gegessen, wenn nicht sogar gar keine, weil ich das einfach noch nicht so auf dem Schirm gehabt habe. Aber auf jeden Fall ein Geheimtipp an dieser Stelle. Probiert die mal, die sind gerade im Angebot bei Lidl. Aber vielleicht siehst du das Video auch später. Kannst du dir immer noch holen, wenn die Saison natürlich noch ist, wenn die noch im Laden sind. Vielleicht gibt es die auch dann schon gar nicht mehr im Laden, ja. Aber auf jeden Fall eine gute Ergänzung hierfür. Und wir schauen mal, was wir noch so im Petto haben. Ich stelle das mal hier zur Seite. So, was haben wir denn hier? Natürlich darf das hier nicht fehlen. Das sind die Eier. Eier dürfen natürlich nicht fehlen, um den Eiweißhaushalt zu optimieren, um die Eiweißversorgung gewährleisten zu können. Und hier lebenswichtige Organ, was Gutes zu tun, das ist einfach ein Essential meiner Meinung nach. Am besten holt ihr die Eier in Bio-Qualität oder sogar von eurem Bauer um die Ecke, weil hier gewährleistet werden kann, dass das ein gutes Produkt ist, qualitativ, aber auch es nicht von irgendeinem Massentierhalter kommt, der die Tiere ausnutzt, sie ausbeutet und einfach nur irgendwo auch misshandelt und schlecht behandelt. Also dass man die Qualität und sozusagen die gute Behandlung des Tieres auf jeden Fall vorzieht. Das ist sehr, sehr wichtig, ja. So, das war auf jeden Fall sehr wichtig hier. Und wir kommen auf jeden Fall zu der nächsten Sache. Wer hätte das gedacht? Natürlich darf der Parmigiano Reggiano nicht fehlen. Hier habe ich beim letzten Video schon erwähnt, dass hier Rohmilch drin ist und dieser wird aus Rohmilch hergestellt. Das bedeutet, hier könnten vielleicht die ein oder anderen guten Bakterien da sein. Wer weiß, ist von Natur aus laktosefrei, ist natürlich super für die, die Laktose haben, beziehungsweise ich glaube, dass sehr viele Leute Laktose haben, die es aber vielleicht auch gar nicht wissen. So ist das Ganze. Der kostet natürlich ein bisschen mehr, aber die Qualität bzw. das Produkt lohnt sich auf jeden Fall. Es lohnt sich. Heute habe ich mal auch was eingepackt für die lieben Gäste, ja, denen wir auch was Gutes tun wollen, oder? Haben wir hier einen Kamillentee, natürlich in Bio-Qualität. Wir wollen nur das Beste für unsere Gäste. Hier dürfen wir auf jeden Fall schauen, dass wir dem Nachbarn oder dem Familienmitglied, wer auch immer zu euch nach Hause kommt, hier was Gutes tun. Und vielleicht noch ein bisschen Rohhonig hinzufügen, um das Ganze hier abzurunden. Auf jeden Fall eine gute Sache. Der Kamillentee ist entzündungshemmend, bedeutet er senkt Entzündungen in eurem Körper. Und ihr könnt natürlich das eine oder andere damit auch verbessern in eurer Ernährung bzw. in eurem ganzen Körper, weil sich das positiv auf euren Körper auswirkt. In loser Form wäre das natürlich noch besser, aber in Lidl gab es das nicht in Lose, beziehungsweise gibt es so oder so lose. Sehr selten. Haben wir hier natürlich noch den Bio-Kokosnuss-Joghurt. Ja, ich habe beim letzten Mal festgestellt, dass er leider doch nicht so gut ist, weil, wenn ich das mir hier einblenden kann, ja, hier zeigen wir die Zutatenliste und die besteht natürlich, das eine ist natürlich das Gute aus fermentierter Kokosmilch, ja, das ist natürlich super, aber hier ist meiner Meinung nach zu wenig Kokosmilch drin. Denn wenn wir hier das betrachten, ist 32% Kokosmilch drin. Okay, hört sich erstmal viel an. Aber wenn wir bedenken, dass von dieser 32% Kokosmilch nur 24% Kokosnussextrakt sind und der Rest Wasser, bedeutet das, es ist real gesehen einfach viel, viel weniger drin. Ja? Das ist einfach nicht gut. Beziehungsweise man könnte das Produkt noch qualitativ höherwertiger gestalten, aber als kleine Süßigkeit irgendwo und als Ersatz für einen Joghurt, einen normalen Joghurt, kann man sich das hier auf jeden Fall zum Munde führen lassen. Vielleicht noch mit der Kaki, vielleicht mit den Cranberries. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie das schmecken wird, aber ich muss sagen, das ist auf jeden Fall eine gute Ergänzung zu diesen ganzen Joghurtgeschichten. Als gute Ballaststoffquelle haben wir hier noch die Chiasamen, die sind natürlich auch super. Könnt ihr auch mixen mit dem Kokosjoghurt, mit der Kaki zusammen. Vielleicht ergibt das den perfekten Mix für dich, ja. Kann ja sein, dass dir das schmeckt und du sagst, wow,
was eine gute Mischung. Kakaopulver darf auf jeden Fall auch nicht fehlen, ja. Ist auch sehr wichtig. Der hier ist jetzt von Kaufland, aber ich wollte euch nur zeigen, dass man einfach Kakaopulver holen kann. Als letztes ist natürlich das Wichtigste hier, das Wasser zu holen, ja. Ich habe das jetzt einfach mal hinzugefügt, weil Saskia ist ein Plastikwasser, ja. Wir gehen jetzt von der Lidl bzw. Lidl-Qualität, was alles im Lidl gibt, aus. Okay. Ich finde an Saskia gut, einfach gut, dass hier wenig Fluorid drin ist, ja. Hier ist immer noch unter 0,2 Milligramm pro Liter drin und das ist, wenn ihr euch mal die anderen Sorten anguckt, auch von anderen Läden, ist das eine Bombe. Ist das eine super Menge, die noch okay ist, die auch noch auf Seiten okay ist, wo zum Beispiel gesundheitlich das Ganze betrachtet wird. Natürlich, desto weniger, desto besser, ja, ist klar. Aber hier, wenn du keinen eigenen Filter hast, ist das Wasser wirklich eine gute Alternative, um fluoridarm sich ernähren zu können, solange du noch keinen Wasserfilter hast oder vielleicht auch gar keinen holen willst. Aber das wäre natürlich deine Entscheidung am Ende des Tages. Wir haben uns hier heute für diese Woche entschieden für 3 Packungen Eier, 4 bzw. 3 Kakis und der Rest war ungefähr alles einmal, ja, beziehungsweise die Kartoffeln waren 1 bis 2 Kilo. Bei dem Kokosjoghurt habe ich auch nur 1 oder 2 geholt und das Ganze hat gereicht für eine Woche. 50 Euro reicht vollkommen aus. Ich weiß ja nicht, was für Junkies unter euch sind, ja, wenn ich das leider so sagen muss, ja. Aber wenn ihr jetzt noch irgendwelche Süßigkeiten braucht oder Weizenmehl, das habe ich jetzt hier nicht eingekauft. Ich wollte hier einfach demonstrieren, was kann man noch essen, was kann man am besten weglassen, beziehungsweise muss man weglassen für sich, für seine Gesundheit und für seine Familie, ja, langfristig gesehen. Das eine Produkt war jetzt nicht von Lidl. Natürlich als Alternative kann man ja die 90% Schokolade nehmen, aber besser wäre natürlich das ganze Pulver. Ich hoffe, das reicht euch aus, weil es waren nur 50 Euro. Aber ich finde das vollkommen ausreichend, denn wenn man das alles hier betrachtet, sättigt das wirklich gut. Mit den Früchten hier alles zusammen hat man Kohlenhydrate abgedeckt, man hat Mineralstoffe abgedeckt. Die ganzen Mikro-, Makro-Nährstoffe sind hier auf jeden Fall gut vorhanden. Und das Wasser ist auch noch für die Verhältnisse super. Ja, natürlich gibt es hier optimalere Alternativen, aber für Lidl ist das auf jeden Fall etwas, was man sich auf jeden Fall geben kann. Wenn ihr immer noch nicht abonniert habt, dann tut es spätestens jetzt. Ihr werdet sonst viele gute Videos verpassen, die euch weiterbringen und eure Gesundheit nach vorne pushen und euch zeigen, wo könnt ihr einkaufen, was könnt ihr einkaufen, was kann ich machen, um meine Freunde irgendwie aufzuklären, meiner Familie etwas Gutes zu tun, meinen Kindern. Ich hoffe, ihr könnt das Beste hier rausnehmen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke, dass ihr eingeschaltet habt.